Shalom. Ich starte erstmal mit All Praises to the Most High. Yahweh B'Hashem, Yahweh Shai Barakatam. Kol Halala Alwa Yahweh B'Hashem HaMashiach, Yahweh Shai Barakatam. Yahweh, der himmlische Vater, den die Welt Gott nennt. Yahweh Shai, sein einziger und begehrender Sohn, den die Welt Jesu Christus nennt. Das wird ein kurzes Video über die jetzige Situation in Frankreich. Ich werde dazu erstmal dieses Video hier laufen lassen und danach werde ich dann anhand des Scriptures analysieren. Die Situation in Frankreich analysieren, okay? That has been breaking loose in France. As I reported last time, there was over 250,000 people taking to the streets protesting the rise in gas or fuel costs in the country. Now they're saying that police have been unleashing tear gas using water cannons on these individuals. They call them protesters, but mind you, this is 250,000 plus residents, citizens, the people of France. Call them what you want. You try to make them seem less human by calling them protesters. These are people making a stand in their country. And this has been a tense standoff between the riot police out here and the demonstrators on the front line. Some of them being masked, others just out there in normal clothing. You have journalists and others on the front line as well out here. And as you can see here, they were sparking fires, which is common in these situations. They'll usually grab a garbage can or a few things, light them on fire right in the middle of the street. And that's pretty much a repeated theme over and over. And you can see that here too. It's kind of like a rally point when they do this. But they've been using tear gas on these individuals and blasting them with cannons. I mean, front and center, just blasting them with these high-powered water cannons. And the people just relentless, continuing to charge back. How long will this go on? Yet to be seen. If people are this upset over the gas prices, well, something got them to this situation, or to this point. Maybe they didn't have enough to start getting back and forth to work. They hit rock bottom, in a sense. If there's no relief, this will continue. Macron has dug himself a ditch in many different ways in this country by letting the flux of migrants come in here and take over without being able to properly assimilate, him not giving a damn, and doing a ton of other things. Now, he's apparently pissed off his people pretty bad here in this instance, and we'll see where it goes from here. I'll leave a link below, and I'll continue to update with more. It's been Dabu 7. Ja, wie man an dem Video sehen kann oder hören kann, dass in Frankreich gerade viel los ist. Ja. Wie das Video sagt, police hit protesters with tear gas as massive full rallies grip France. Die Polizei schlägt Protestanten mit Tränengas als massive Aufruhr durch Erhöhung der Ölpreise, ja, entstanden ist. Okay. Also in Frankreich ist die Situation so, dass sie gerade protestieren aufgrund Erhöhung der Ölpreise. Ich will gar nicht viel von meinen eigenen Worten dazu sagen, deswegen gehe ich sofort ins Scripture. Und zwar gehe ich in das Buch Second Address. Ich lese wie immer auf Englisch vor und erkläre das dann auf Deutsch.
Also 2 Esdras, chapter 15 and 1. Behold, speak thou in the ears of my people the words of prophecy, which I will put in thy mouth, saith Yahweh. Also, sprechet in die Ohren meiner Leute. Also mit meinen Leuten ist gemeint die Leute Yahweh, also die Israeliten. Sprechet in die Ohren meiner Leute the words, also die Wörter der Prophezeiung, welche ich in deinen Mund lege, sagt Yahweh. Sprung zum 14. Vers. Woe to the world and them that dwell therein. Die Zerstörung zu der Welt und denjenigen, die dort drin hausen. Vers 15. For the sword and their destruction draweth nigh, and one people shall stand up and fight against another, and swords in their hands. Also hier in dem ersten Vers, also in diesem Vers, in dem ersten Satz, for the sword and their destruction draweth nigh. Also das Sword ist, wie im Psalm 17 und 13 beschrieben wird, sind es die Bösen, ja? Die Bösen, die diese Welt in der Hand haben, so gesagt, ja. Also der Vers sagt, für die Bösen ist die Zerstörung nah, ja. Und ein Mensch soll aufstehen und gegen den anderen kämpfen. Mit Waffen in deren Händen. Okay. Vers 16. For there shall be sedition among men, and invading one another. They shall not regard the kings nor prince. And the cause of the actions shall stand in their power. Also da sollen Volksverhetzungen und Aufruhr entstehen, so wie wir es in der Situation in Frankreich gerade haben, ja. Und sie sollen ihren Könige und Prinzen nicht beachten. Also in der modernen Zeit sind Könige und Prinzen die Eliten, ja? Oder so gesagt die Präsidenten. In dem Falle Macron. Ja? Sie beachten ihn nicht. Sie gehen auf die Straße und protestieren gegen ihn, so gesagt. Ja? And the cause of the action shall stand in their power. Und die Vorgehensweise deren Aktion liegt in deren Kraft. Also sie gehen auf die Straße und das ist ihre Vorgehensweise, dass sie auf die Straße gehen und die Stadt zerstören, so gesagt, ja, und gegen die Polizei ankämpfen. Vers 17. A man shall desire to go into a city and shall not be able. Also eine Person wünscht sich in eine andere Stadt zu gehen aufgrund diesen Unheilen, ja, aufgrund dieser Auseinandersetzung in der Stadt. Aber sie werden, so gesagt, keine Chance haben, in eine andere Stadt zu gehen. Ja. Vers 18. For because of their pride, the city shall be trodden, the houses shall be destroyed, and man shall be afraid. Also aufgrund deren Stolz wird die Stadt in Problemen, ja, unter Problemen leiden oder unter Belästigung leiden, so wie wir es gerade in Frankreich haben. Die Häuser werden zerstört und die Personen, die Männer, ja, die werden voller Ehrfurcht sein, ja, die werden voller Angst leiden. Ja, das ist halt die momentane Situation in Frankreich, die ich jetzt anhand des Scriptures analysiert habe. Ich werde am Ende dieses Videos nochmal ein Video laufen lassen. Also in dieser Zeit, besonders in dieser Zeit müssen wir wachsam und alarmiert sein, ne? Wie das in Luke 21, 34 bis 36 steht. Und wir müssen stets aufmerksam sein, stets wach sein, so wie es in Romans, also Römer 13 und 11 steht. Ja. Ich hoffe, das Video war ein wenig informierend. Das war es erstmal von mir, euer Bruder Adam. Shalom. Und ich lasse jetzt am Ende nochmal ein Video laufen. Salakia.
Salahia. Non, je suis avec vous, je suis défendu.